UFO-Alarm am amerikanischen Kontinent, rückläufige Inflationszahlen und welche Konsequenz hat eigentlich nun das Ergebnis der diesjährigen Super Bowl auf die Aktienkurse? Wir versuchen, Licht ins Dunkel dieser Materie zu bringen. Mein Name ist Christian Leinweber, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Nein, kein Scherz. Aber der Aliens-Alarm der letzten Tage hat, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, einiges an medialen Staub aufgewirbelt. Die Börsen, die haben bis dato relativ gelassen auf die Spionageballons und deren Liquidierung durch die US Air Force reagiert. Die diplomatischen und wirtschaftspolitischen Beziehungen zwischen den rivalisierenden Supermächten USA und China hingegen sind durch die aktuellen Vorfälle aber als durchaus angespannt zu bewerten. Vieles in dieser Causa ist noch unbekannt, aber konzentrieren wir uns auf das, was wir zurzeit wissen und was vor allem für die Finanzmärkte wichtig ist. Erstens, Joe Biden und Xi Jinping hatten sich nach dem Nationalen Parteitag Chinas im November am Rande des G20-Gipfels auf Bali getroffen, um ihre diplomatischen Beziehungen auf breiter Front zu verbessern und Chinas Wirtschaft, die zu diesem Zeitpunkt ja noch hart von der Zero-Covid-Maßnahme gebeutelt war, wieder in Gang zu bringen. Zweitens, Spionageballons sind keine neue Erfindung. Laut Aussagen aus der USA, China, Taiwan und Japan ist diese Form an Spionage relativ häufig als unliebsamer Eindringling am Himmel zu beobachten. Nach deren Einschätzung hat die aktuelle Häufigkeit an Sichtungen wohl mehr mit der Häufigkeit an Erkennungen dieser Himmelskörper zu tun. Und drittens, der Abschuss des ersten Ballons, der aufgrund der langen Verweildauer über der Malmstrom Air Force Base in Montana, welche zu einer der 3 großen US-Atomsilos in den Vereinigten Staaten zählt, erscheint ungewöhnlich, aber durchaus verständlich. Der Abschuss nachfolgender unbekannter Flugobjekte spiegelt dann wohl eher das erhöhte Bewusstsein des Militärs und des neu entdeckten Eifers der Biden-Regierung, erhöhte Wachsamkeit zu zeigen. Als Konklusio bleibt wohl die Erkenntnis, dass das angespannte Verhältnis zwischen den 2 Rivalen wohl weiter aufrecht bleibt und wohl den Protektionismus, der unter Donald Trump seine Wiederaufstehung erlebte, wohl auch unter Biden en vogue bleiben wird. Wie haben die Börsen reagiert? Nun, nachdem in den letzten Wochen an den Aktienmärkten weltweit erstmal mehrheitlich eine Konsolidierung angesagt war, überwogen in den ersten Tagen dieser Woche wieder die positiven Vorzeichen. Während sowohl unternehmens- als auch makroseitig wenig Impulse gegeben waren, lag das Hauptaugenmerk anscheinend nicht auf Ballons vom Himmel holen, sondern vielmehr auf die mit Spannung erwarteten aktuellen US-Inflationsdaten. Diese sind dann auch zum 7. Mal in Folge rückläufig ausgefallen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel zu Jahresbeginn auf 6,4% von 6,5% im Dezember, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das Ziel der amerikanischen Notenbank von einer Teuerungsrate mit 2% bleibt also weiterhin noch weit entfernt. Aber wie heißt es so schön, der Weg ist das Ziel. In einer ersten Reaktion profitierte der US-Dollar von den Daten, der Euro geriet leicht unter Druck, doch im weiteren Tagesverlauf dann notierte das Währungspaar wieder am gestrigen Ausgangspunkt von 1,07. Aufgrund der noch immer hohen Inflationsrate bzw. des schwächer als von vielen erwarteten Rückgang der Teuerungsrate und somit in Erwartung weiterer Fettzinsanhebungen legten die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen leicht zu und notierten bei 3,75%. Die Aktienmärkte nahmen die Zahlen negativ auf. In einer ersten Reaktion gab zum Beispiel der Dow Jones Index knapp ein halbes Prozent nach. So, zum Abschluss gilt es ja noch eine Frage zu klären. 38:35 besiegten die Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles im Endspiel der heurigen American Football Saison.
Wie in der Vorwoche von meinem Kollegen Larry schon angekündigt, ist dieses Ergebnis ein schlechtes Omen für die Börsen. Denn beim Sieg einer Mannschaft aus der American Football Conference, und die Kansas City Chiefs kommen ja bekanntlich aus dieser Liga, kommt es beim Super Bowl-Indikator, einem von einem amerikanischen Sportjournalisten namens Leonard Coppert entdeckten statistischen Spielerei, zu einem angeblich schwachen Börsenjahr. Nun, erfreulicherweise stimmt dieser Indikator ganz genau genommen nur in 54% der Fälle. Und wie heißt es so schön im Volksmund? Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. In diesem Sinne, alles Liebe, viel Erfolg am Kapitalmarkt und live long and prosper. Thank you.